bin der André Kronert von Matter of Fact oder auch André Kronert als DJ und Producer seit, ich glaube, seit mehr als 20 Jahren. Ich habe gerade ein Set drin gespielt, ein Vinyl-Set im Presswerk direkt, und für mich ist es ein unglaubliches Happening, im eigenen Presswerk dann jetzt mit dieser Videoreihe, mit dieser Podcast-Reihe zu starten. Richtig genial, und ja, ich freue mich auf das, was da kommt. Es sollen richtig coole internationale DJs kommen. Wird geil. Wird auf jeden Fall geil, und wir freuen uns, ich freue mich, dass das endlich gestartet ist. Mein musikalischer Werdegang, der startete, glaube ich, 1996, 97 mit den ersten Raves. Und auf diesen Raves haben wir dann Flyer gefunden für Underground-Partys, sind dann auf Bunker-Partys gefahren, haben dann sehr schnell den guten Oldschool-Detroit-Sound kennengelernt, und wenig später habe ich mir dann mit einem guten Freund das erste Equipment gekauft, sprich 101, 707, ein großes Mischpult, ein Emu-Sampler, und haben dann angefangen unter Neurotron Musik zu produzieren. Und haben es war so eine Punkphase bei mir, ab da haben wir eigentlich nur noch im Keller bei mir abgehangen und Musik gemacht. Ohne Ziel. Das Ziel war nicht, ein Release zu machen oder es zu irgendeinem Label zu senden. Das haben wir, glaube ich, fast 5 Jahre oder fast ein Jahrzehnt so gemacht. Wir haben dann später selber released, auch mal was weggesendet, aber wir haben einfach Mucke gemacht, weil es so geil war, und haben die Tracks auf DAT abgespeichert und hatten richtig viel Spaß, ja. Die Inspiration damals waren so eben die alten Detroit-Klassiker, aber auch das ganze Zeug, was in Deutschland rauskam, Kanzleramt, Tresor, Disco B, Gigolo Records. Am meisten beeinflusst haben uns aber die alten Detroit-Sachen, Detroit House, Deep House, Detroit Techno. Wirklich melancholische Sachen mit viel Tiefe, aber auch Sachen mit viel Energie. Damals gab es ein riesengroßes, breites Spektrum an ganz großen Labeln, die viel ganz breit abgedeckt haben, was Genres betrifft. Also es gab da nicht ein großes Label, was meinetwegen so mit einem Tech-House ganz vorne war, und alle anderen, die haben zu diesem Label hochgeguckt. Ist ja heutzutage oft so, gerade im elektronischen Bereich, dass es so 1, 2 Riesen gibt und darunter dann nur so ganz viele kleine Indies. Und früher waren das alles Monster und haben auch riesengroß veröffentlicht. Und das, was ganz vorne war auf dem Markt, war halt ganz divers. Wir haben House gehört, wir haben Elektro gehört, also richtige Elektrobeats, Afrika Bambaataa, Detroit-Style. Afrika Bambaataa kommt nicht aus Detroit, aber Detroit Elektro, Underground Resistance. Dazu dann Deep House, Ambient, Dub. Und haben das auch in unseren DJ-Sets irgendwo wieder gespiegelt. Also wir sind von einer Hausplatte zu einer Techno-Platte gegangen, zu einer Break-Platte, zu einer Elektro-Platte, wieder zu einer Hausplatte, zu einer Ambient-Platte, haben 3 Intros in einem Set gespielt, wieder neu losgelegt, mit viel Energie, mit viel Diversität, sodass ein Set die nächste Platte war immer eine Überraschung und kein absoluter fließender Flow, wenn man das ganze Set betrachtet, sondern ein bisschen ruppiger. Aber es gab mehr Überraschungen auf dem Floor, die alle Genres irgendwie abgebildet haben. So. Und so lege ich eigentlich zum Teil auch heutzutage noch auf, dass man bei mir nie weiß, was kommt, aber es wird eine Welle geben, und ich muss Spaß haben beim Auflegen, und ich habe ganz viel Spaß an alten Klassikern, auch an neuem Zeug, alles miteinander zu kombinieren. Und das Publikum muss natürlich dann absolut Spaß dran haben, und wenn ich merke, die haben Spaß, dann greife ich tiefer in die Kiste. Ja, und das ist eigentlich so auch mein Dasein als Produzent, dass ich ganz viel produziere, ganz viele verschiedene Styles, viele verschiedene Pseudonyme habe. Neurotron ist gerade wieder gestartet, No One mit den Dub-Sachen, André Kronert. Ich habe gerade ein House-Label gestartet, Kronert Enterprises, Kronert 001 ist im Vorverkauf überall, ist eher schneller, tanzbarer, deeper House. Ich tobe mich einfach aus, und nach dem Studio tue ich das verschiedenen Projekten zuordnen und habe dafür eine 100%ige kreative Freiheit dann im Studio und sage nicht, ich brauche noch einen dritten Track, der irgendwie zu den 2 anderen passt. Dann mache ich 10 Tracks, das dauert dann ein bisschen länger.
und dann finde ich schon Sachen, die zueinander passen und release dann. Einfach fließen lassen im Studio, ohne, ich sag mal, Rücksicht auf irgendwelchen Druck oder irgendwelche Sachen, die in der Zukunft kommen könnten, sondern produzieren und dann wird es gelöscht und das, was übrig bleibt, das wird dann auf verschiedene Projekte verteilt. Ja, die Liebe zu den Schallplatten habe ich eigentlich als kleiner Junge entdeckt. Also meine Mutter und mein Vater waren große Plattensammler. Sie waren extreme Musikenthusiasten. Also vor einem großen Rekorder gesessen, sehe ich meine Mutter und meinen Vater jetzt immer noch so vor Augen und haben einzelne dann Genre, Musikrichtungen, Sendungen mitgeschnitten. Damals auf DT64 und ich habe das dann so später auch weitergemacht, dass ich mit meinem Rekorder so gewisse Sendungen aufgenommen habe, dann mir die immer wieder angehört habe, dann auf dem Walkman. Und als kleiner Junge war das bei uns zu Hause so, hey, Mama, ich habe Langeweile, was kann ich machen? Ja, mal was. Und dann wurde irgendwie ein Plattenspieler angemacht mit einem Hörspiel drauf. Wir haben ganz viele Hörspiele gehabt früher, also ganz, ganz viele. Und ich saß eigentlich extrem oft als Kind vor diesem Plattenspieler. Und das hat wahrscheinlich dann auch diese Liebe, den Funken überspringen lassen und auch diese Sucht. Und dann hat man irgendwann als Heranwachsender mit Taschengeld angefangen, sich dann nicht im Internet damals, sondern noch per Telefonhörer. In unserer Stadt gab es keinen Plattenladen. Wir sind dann nach Rostock gefahren, zu Martin Menzel im Plattenladen oder auch zu Speedy in seinen Plattenladen und Ronald Easy Tracks in Schwerin, Ron Albrecht. Und die haben dir am Telefon gesagt, ey, Johannes Heil hat ein neues geiles Teil raus, geiles Break, richtig guter Chord, geht voll rein, sind 4 Tracks drauf und du hast dann am Telefon gesagt, ey, ja, nimm mich. Und die haben dir dann immer so einen kopierten Zettel per Post zugesendet, wo hinten so ein Satz Descriptions drauf standen. Und danach hast du dann bestellt. Also man kennt diese Descriptions noch, diese Einsatz-Descriptions vom Hardwax, Bumpy, Big Room, Techno Boomer, Top, Tipp und dann ging da ein Haken hinter. Dann ging das bei Kumpels rum, die Liste und dann habe ich dann Bestellungen aufgegeben, stellenweise von mehreren tausend D-Mark. Habe das dann an meine Freunde verteilt, die haben mir das Geld dafür gegeben und so hat man dann wirklich nur nach einem Fax oder nach einer Liste bestellt. Man konnte nirgendwo reinhören. Dazu musste man in den Plattenladen gehen. Dazu mussten wir wiederum wegfahren. Das haben wir dann am Wochenende gemacht, indem wir nach Berlin gepilgert sind und sowas. Dann Tresor, E-Werk, Hardwax, Good Old Times. Also Motivation zum Auflegen bei mir ist eigentlich, dass es Schallplatten auflegen für mich ein großes Stück Therapie auch ist. Musik, Handwerk, Skills, wirklich Konzentration. Und wenn ich in einem Club auflege, zum Beispiel mit Vinyl, nach einem Set 2, 3, 4 Stunden habe ich wirklich das Gefühl von einer kleinen Bergbesteigung. Von wegen, ey, das hat alles hingehauen, das war geil, Platten, cool, schwierig, Nadel ist mal, Technik war nicht ganz in Ordnung, aber ich habe es doch hingekriegt. Das ist so wie so, boah, das hat funktioniert. Ich habe auch eine Zeit lang, ich bin kein Verfechter von digital, Vinyl oder sowas. Ich konsumiere auch digital, habe die ganzen Apps praktisch einfach auch fürs Auto und sowas, um Musik dann weiter zu genießen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, bei CDGs, wenn ich selber aufgelegt habe, ich habe 5 Sekunden gebraucht, um das Ding einzupitchen, 10 Sekunden. Und danach lief ich Gefahr, den Track nicht für sich stehen zu lassen. Ich finde es total in Ordnung, wenn Leute irgendwie 3 CDGs oder auflegen und hier 4 Regler praktisch oben haben mit 4 CDJs. 3 CDJs und 4 Regler geht nicht. Aber der Produzent, der zu Hause im Studio gesessen hat, der hat einen Grund gehabt, warum er diese Hi-Hats jetzt an dieser Stelle gesetzt hat, das Break an dieser Stelle gesetzt hat und gewisse Sachen gemacht hat. Er hat einen Track gebaut. Der beginnt, der hat eine Mitte, der hat einen Höhepunkt, der hat eine Story, der hat Herz, der hat was drinne und für mich hat das einen Grund. Das heißt, ich versuche da auch weniger zwischenzufunken. Ich mach es oft, indem ich dann so wenig wie möglich den neuen Track vielleicht ankündige oder im richtigen Moment, aber alles miteinander zu verbinden, ist schon eine coole Sache. Viele der elektronischen Tracks werden außerhalb eines DJ-Set-Kontextes gar nicht gehört. Nur die Hits. Und dann verdient es so ein Track eigentlich nicht, dass die Hauptmerkmale oder das Herz seines Inneren übermixt mit anderen Platten nach der 5. Sekunde oder nach der 10. Sekunde.
Worauf ich zurückkommen will, ist, ich habe dann 10 Sekunden gebraucht, um das Ganze einzupitchen und stand dann da und wusste nicht, was ich machen sollte. Also ich hatte die Wahl, den Regler hochzuschieben und dann zu arbeiten und dem eigentlichen Track die Seele zu klauen. Oder ich hatte die Wahl, wieder zu sagen, ey, ich spiele einfach wieder Vinyl. Das ist für mich einfach, es ist geiler. Und viele Leute sagen mir dann auch, die auf dem Floor stehen, nachdem vom digitalen DJ übernommen wurde und ich mit Vinyl starte, mit gut gemasterten Vinyls und mit einem guten Mixer, dass sich der Sound auf dem Floor komplett öffnet. Durch die Dynamik, die da ist, die eben auf dem Vinyl gegeben ist. Dann Vinylmaster sich auch grundlegend und ein Vinylschnitt unterscheidet von einem Mastering heutzutage, was oft sehr günstig ausfällt, aussieht wie ein Brikett. Das Wichtigste ist für mich, dass das Medium, mit dem der DJ spielt, den entsprechenden Effekt auf dem Floor hat, meiner Ansicht nach. Aber ich finde meinen Frieden einfach im Vinyl, im Sammeln von Vinyl, im Riechen von Vinyl. Ich habe einen Freund, der riecht gerne an Vinyl, altes Vinyl und sowas. Ich auch. Es ist wie ein altes Buch. Ich habe da einfach Spaß dran, das mit mir zu tragen, was in der Hand zu haben, eine Haptik, ein leichtes Grundrauschen, ein Knistern. Natürlich funktioniert das Equipment in Clubs manchmal nicht so gut, weil die letzten 15 Partys war dann kein Vinyl-DJ da. Der Techniker kann da auch nichts für. Der hat die alten Techniks hinten rausgeholt. Die wurden auch lange nicht überholt. Die Nadeln wurden nicht drauf geguckt. Es ist halt kein tägliches Arbeitsmedium mehr im Club. Das heißt, ich nehme meine eigenen Nadeln mit, justiere die vernünftig und wenn die noch richtig gut sind, die Nadeln, dann gleichen die auch vieles aus. Also dann ist da auch eine Rillentreue, dass das Ding nicht springt. Wenn das nicht genug gefedert ist, dann packe ich zur Not meine eigene Jacke runter und fast ausnahmslos sind die Techniker in jedem Club eigentlich immer für diese Sachen offen, helfen einen sofort, sodass es vielleicht in den ersten 5 Minuten, 10 Minuten des Sets ein paar Improvisationen gibt. Aber dann läuft das eigentlich. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Plattenspieler komplett kaputt war. Klar, dann eiert der Pitch manchmal ein bisschen, aber das kriegt man auch schnell raus, an welcher Stelle. Und dann spiele ich halt grundlegend das Set ein Stückchen schneller oder ein Stückchen langsamer, um eben diesen Pitch-Bereich, wo er dann nicht so gut funktioniert, der eine oder andere, um den dann letztendlich nicht in meinem Handwerk mit bedienen zu müssen. Aber es hat immer funktioniert. Ich habe sogar in Vietnam auf Hinterhofpartys, haben die Plattenspieler durch halb Vietnam gekarrt für mich. Und das hat wunderbar funktioniert und die Leute sind ausgerastet und ich bin dann dort auf diese Tour damals mit irgendwie 30 Platten gegangen oder 20 Platten. Und wenn du dir die richtigen aussuchst mit den entsprechenden A- und B-Seiten, wo vielleicht auch 4 Tracks drauf sind, dann kann man da schon richtig was mit abreißen so und kennt die Platten nachher auch genau. Man kann auch einen Track am Abend doppelt spielen. Der Durchlauf in einem Club ist ja so, dass die Leute während deines Sets, also die Hälfte deines Sets erlebt haben, sind bei der anderen Hälfte vielleicht, lernen gerade jemanden kennen, sind eine rauchen, sind an der Bar, es sind neue dazugekommen, also whatever. Ich habe da keine Spielregeln für mich und lege mir die auch nicht auf. Ich möchte nicht sagen, dass ich die ganze Zeit improvisiere, aber dass ich mir keinerlei Fesseln umbinde selber und mich jetzt zwinge, einen entsprechenden Weg zu gehen musikalisch an einem Abend oder wenn man dann mal aus Versehen eine Platte zweimal greift und die raufpackt, dann ist das so und die Leute rasten dann genauso aus. Ne? Also it's all about fun und für mich macht das Medium einfach so mehr Spaß. Das ist das Nerdtum. Und hey, ich habe auch ein Vinyl-Presswerk, also wir sind da schon ganz schön crazy mit unserer Liebe zum Vinyl. Aber das ist auch, das ist auch gut so. Also auflegetechnisch ist es ein bisschen runtergefahren alles, weil ich mich eben zu 100% auf das Werk konzentriere mit meinem Freund Daniel, mit dem ich das hier alles gestartet habe. Also wir sind eigentlich nonstop hier am Arbeiten, haben auch höllisch viel Spaß hier. Ich habe 3 Kinder zu Hause, 3 Töchter. Und wenn ich dann am kompletten Wochenende noch touren würde, jedes Wochenende, dann gibt es eine Diskrepanz, die kennt jeder DJ. Familie, Arbeit, Stress, all diese Sachen. Ich will demnächst wieder ein bisschen mehr loslegen, aber nur, wenn ich alle anderen Sachen für mich klar strukturiert habe und wirklich bei allen anderen Sachen wirklich feste Mittelpunkte für mich gesetzt habe, wie ich die vernünftig angehe. Da liegt gar nicht so viel an. Ich spiele im Frühclub in Hannover jetzt übernächstes Wochenende. Nee, dieses Wochenende und übernächstes
Wochenende auf der guten alten Stubnitz. Die kennt vielleicht noch jeder, die mal in Rostock gelegen hat. Wir haben unsere ersten Partys dort gefeiert, auch selber aufgelegt, 97, 98. Die ist dann nach Amsterdam, nach Hamburg. Jetzt kommt sie wieder zurück und sie liegt dann in Stralsund. Und da machen wir eine richtig coole Party mit ganz alten Urgesteinen aus Mecklenburg. Ron Albrecht ist dabei, viele Freunde sind dabei. Vincent Neumann ist dabei, Carsten Könemann. Und ganz viele alte Crews, die so zusammenkommen, weil wir damals halt wirklich an dieser Techno-Revolution zusammen teilgenommen haben. Deswegen ist das so noch bei uns verankert und man kennt sich noch. Man fällt in verliebte Gespräche, wenn man sich trifft. Und da freue ich mich richtig drauf. Es steht immer irgendwie was an, aber ich konzentriere mich auch mehr jetzt, wie ich schon gesagt habe, Werk und dann ganz viel zu Hause produzieren. Das Studio hat sich bei mir ein bisschen verändert. Ich arbeite an einem Live-Setup. Ohne DAW, mit kleinem Equipment, extrem Sound machen, rüste das Studio ein bisschen nach, verkaufe Sachen, kaufe wieder Sachen und verschwinde da wirklich. Und wenn ich 3 Stunden im Studio bin, habe ich meistens auch sehr viel fertig, konzentriere mich auf Releases, die ich dann selber hier pressen kann. Und das ist für mich gerade das absolute Happening. Aber ich habe auch wieder Bock, mehr zu touren, mache da aber keinen Druck drauf, sondern es geschieht alles in Wellen und man bereitet nur den Weg dafür und da verlasse ich mich auf eine schöne Zukunft, weil es einfach ein Mindset ist, das wird schon cool. Meine Rolle hier im Presswerk ist, ich bin mit Daniel wir sind die CEOs hier, wie man das so schön sagt. Daniel ist der Herr der Maschinen, der ist drinne an den Maschinen, kennt die auch in- und auswendig. Ich kenne sie auch gut, aber wir trennen die Arbeit ganz straight, weil ich bin für die ganze Administration verantwortlich mit Markus zusammen, auch für die gesamte Kundenbetreuung. Dann mache ich aber nebenbei noch Einkauf, Verkauf, Lagerhaltung, Lohnbuchhaltung, Lohnbuchung, Steuer vorbereiten, alles, was drumherum ist, und das mache ich hier halt. Also die kompletten Finanzen im Blick und Reklamationen, alles sowas. So, und der eine steht praktisch an der Technik und bedient die und der andere sorgt dafür, dass die Technik läuft. Durch diese Trennung bin ich nicht mehr dazu gezwungen, Hans Dampf in allen Gassen zu sein, sondern kann mich auf meinen Part wirklich konzentrieren. Finde da auch meinen Frieden, weil ich am Ende des Tages sagen kann, hey, ich habe es geschafft, ich habe meine Aufgaben gemacht, es ist fertig. Und Daniel kann wiederum sagen drin, hey André, wir haben die Pressung, die für heute geplant waren, alle gemacht. Die Maschine hat hier und da mal gepfiffen, das und das ist behoben, habe ich ausgetauscht, Techniker ist gekommen und wir beide klatschen dann in der Mitte ab und freuen uns, dass es so läuft. Ja, unser nächstes Highlight jetzt hier ist, dass wir diesen YouTube-Kanal, den haben wir gestartet vor vielen Wochen mit unserem lieben Sören, der in unser Team gekommen ist und hier wirklich die Drehscheibe des Medialen geworden ist und das alles genial fertig macht. Also ja, besser hätte es nicht kommen können für uns. Und wir haben jetzt diesen YouTube-Kanal gestartet, einfach um dieses Presswerk und alles, was wir machen, ein bisschen mehr nach außen zu tragen, um nicht zu sagen, hey, wir pressen Vinyl und hier hast du Vinyl oder du kannst es kaufen, sondern wie wird es hergestellt? Wie ist das Team dahinter? Was für akribische Sachen müssen stattfinden, damit das Vinyl gut klingt? Was für ein Vibe? Wir sind alle DJs, Produzenten, und wenn nicht, dann ist trotzdem einfach ein geniales Mitglied im Team. Alles, was da so dahinter steckt, alle sind Sammler von Platten, alle können mal ihre Lieblingsplatten vorstellen. Wir zeigen, was so rund um die Maschinen passiert. Wir wollen einfach zeigen, diese Seele, die hier drin ist, die wollen wir einfach gläserner machen und Leute und die Welt dran teilhaben lassen an der ganzen Geschichte. Und dazu kommt ein Highlight jetzt dazu, dass wir im Werk, das Set lief ja gerade, ich habe es gerade gespielt, dass wir im Werk diese DJ-Booths reinschieben ins Werk, eine fette Anlage aufbauen. Darum tanzen die Leute auch im Hintergrund. Also es ist nicht irgendwie Tinky-Winky, sondern da brät richtig Dezibel in die Halle. Hinter uns produzieren wir als Team Platten. Im Vordergrund legt ein DJ auf, in der großen Halle, Industrial, und es kommen internationale DJs und DJs her, alle möglichen Genres, und legen dann bei uns auf. Es sind geile Sachen geplant und wir freuen uns endlich, genau diesen Abschnitt jetzt starten zu können, um einfach selber unsere Lieblingsplatten außerhalb der Gigs einfach auf den Plattenteller zu schmeißen und da drinnen zu spielen. Und ihr könnt euch die angucken und mit uns teilhaben, kommentieren, uns pushen, sagen, was ist schlecht, was ist gut. Wir haben da
schöne Sachen in der Pipeline. Und für uns ist es ein Highlight. Ich arbeite ja dann auch nebenbei mit, wenn jemand anderes auflegt. Und wir tanzen dann durch die Halle, packen Platten ein, freuen uns, genießen den Tag einfach. Es gab es so noch nicht und deswegen genießen wir es auch so, weil wir dann nicht bis Freitag warten müssen, um wieder eine richtig fette Platte zu hören, so. Sondern einfach mal zwischendurch. Ja, und auf gerade auf unseren YouTube-Channel, Matter of Fact Vinyl, Vinyl Matters heißt dieser Videopodcast. Stellt Fragen, beteiligt euch, kommentiert, lasst uns an eurer Freude teilhaben, weil ihr könnt an unserer teilhaben. Wenn ihr Freitag was Fettes hören wollt oder einfach in eine Party kommen wollt, schmeißt den Podcast an. Guckt euch das an, Vinyl-Sets. Also wenn ihr Leute kennt, schreibt die unten in die Kommentare rein, verlinkt die, schreibt die an, die können sich bei uns melden. DJs, Vinyl-Sets. Abonniert den Kanal for free. YouTube ist for free, ab und zu kommt vielleicht mal Werbung rein, aber es braucht nichts bezahlt werden. Da gibt es so ein Glockensymbol, da kann man raufklicken. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn das nächste Ding hinterherkommt. Und macht mit bei uns und habt Spaß einfach. Da kommen richtig geile Sachen. Matter of Fact.